Osterfeuer. Ich nehme die Asche daraus und teste sie als Glasurrohstoff. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Wir haben Ostermontag und auf einer Tour entdecke ich diesen wundervollen Aschehaufen in der Natur. Was gibt es Besseres für einen Töpfer? Aber leider schon etwas zusammengeschoben. Ich vermute, hier ist viel Dreck mit untergemischt worden. Aber ich werde etwas mitnehmen und testen, was ich damit machen kann. Ich nehme vorsichtig saubere Asche. Nehmt am besten, wenn ihr das macht, einen Metalleimer. Ich hatte auf dem Fahrrad jetzt nichts weiter mit, außer diese Tüte und meinen Klappspaten, weil nach Ton suche ich ja immer mal. So, etwas schmutzig ist es schon, aber wir schauen, was wir damit machen können. Jetzt in der Werkstatt nehme ich ein handelsübliches Sieb. Das ist ein ziemlich grobes Sieb und ich werde jetzt die Asche erstmal durchsieben und die großen Holzkohlestücken und Steine und so weiter rausmachen. Achtet darauf vielleicht, dass ihr einen nicht runden Eimer findet, dann könnt ihr das Sieb besser schütteln. Das hilft enorm. Es ist auch nicht schlecht, wenn ihr das an einem regnerischen Tag macht, dann habt ihr nicht so mit dem Staub zu tun. So, ich lasse das jetzt mal einfach durch und muss aber gleich dazu sagen, Ascheglasuren sind wirklich frühestens ab 1200 Grad, vielleicht sogar eher 1250 interessant. Alles was darunter ist, da bleibt es wahrscheinlich einfach nur Asche. So, hier haben wir jetzt, ich sag mal, die Vorstufe. Ich werde erst alles durch das grobe Sieb durchmachen, aber ich sehe auch einige Schmutzstücken hier drin. Ich habe es normalerweise gern grob, weil dann hast du kleine Holzstücken mit drin und die geben, ja, ich würde es nicht Glasurfehler nennen, aber es gibt Punkte in der Glasur und die sind bei mir durchaus erwünscht. Ich möchte jetzt keine glatte 0815 Glasur haben. Also nehme ich ein feineres Sieb, dieses hier, und lasse es nochmal durch. Und das wird mir nun diese groben Schmutzstücken aus diesem Rohstoff, also aus der Asche, herausfiltern. So, wie man sieht, es bleibt einiges mehr hängen als vorher in dem Sieb und dementsprechend wird die Asche, die ich dann habe, feiner. Jetzt hier am Glasurplatz bereite ich alles vor, um aus dieser Asche nun entsprechend Proben zu machen. Ich brauche Wasser, natürlich ein Stift und Zettel zum Notieren, was ich mache. Ganz wichtig, eine Waage mit 0,1 Gramm Genauigkeit und diese Becher. Alles wird markiert und notiert, weil bis sowas gebrannt ist, vergisst man einfach viele Rezepte wieder. Mein Standard-Proberezept am Anfang ist Hälfte Holzasche, die andere Hälfte Kalifeldspat. Das mache ich eigentlich immer, um eine Asche zu testen und bei dem Ergebnis sehe ich, ob ich die Asche für mein Rezept, was ich hier jetzt nicht anmische, verwenden kann. Ihr müsstet wirklich genau sein auf 0,1 Gramm, denn hochgerechnet dann auf einen Eimer oder auf einen Kübel summiert sich dann dieser Fehler. Denkt daran, dass
es vielleicht keine besondere Effektasche wird, sondern für mich ist es einfach eine Geschirrglasur für innen und sie ist gnadenlos günstig. Wenn ich jetzt denke, dass die Asche nichts kostet und Kalifeldspart, wenn ich es in Großpackung kaufe, vielleicht 1,20 € das Kilo, dann wird Glasur Nummer 1 also 60 Cent pro Kilo kosten und das muss erstmal jemand nachmachen. So, ich mische wie gesagt 4 Proben an und aus denen werde ich dann sehen, ob ich diese Asche von diesem Feuer verwenden möchte oder nicht. Wenn ich sie verwende, halt unbedingt daran denken, eine Probe ins Labor zu schicken, denn jede Asche ist anders und auch diese ist anders und von daher darf man es eigentlich in Europa nicht verkaufen ohne eine Probe auf Cadmium und Bleilässigkeit. So, das war etwas roter Ton hier drin, dass wir mal ein wenig Farbe hineinbekommen. So, und in die letzte Probe mache ich etwas Quarz mit hinein. Probe 2 ist so eigentlich der Klassiker. 2 Asche, 2 Kalifeldspat, 1 Ton. So, jetzt gieße ich auf alle entsprechend der Grammzahl etwas Wasser auf, wissend aber, dass ich bei Asche einfach mehr Wasser brauche. Hier lasse ich es jetzt erstmal eine Weile quellen. Und jetzt nehme ich einen groben Pinsel, einen harten Pinsel und bereite die Glasuren so auf, dass sie zum Ausgießen meiner Probebehälter geeignet sind. Ihr seht dann schon, wie viel Wasser jeweils dran muss, halt, dass es schön zum Gießen geeignet ist. So, hier habe ich die Becher. Für Proben muss es nicht 100% akkurat sein. Man kann sogar mehrfach, wenn ich hier nicht einmal mit Ausgießen rumkomme, mache ich zweimal hinein. Wenn hier eine Lage doppelt liegt oder so, dann je mehr Erkenntnisse kann man aus diesen Proben gewinnen. Dicke, dünne Stellen. So, am Ende nehme ich hier noch etwas Manganoxid und kennzeichne unten die Probebehälter, damit ich dann auch weiß, welches Rezept zu welcher Schale gehört. Zum Schluss hier habe ich noch eine 5. Probe. Ich habe einfach die 4 ersten Proben ineinander gekippt und kann eigentlich durch Addieren jetzt aller Werte das Rezept hierfür im Groben wieder herausbekommen. Aber das ist jetzt nur, dass ihr mal seht, dass man eigentlich immer eine Probe mehr machen könnte. So, hat nicht ganz gereicht. Außen wegwischen, das soll ja ein bisschen ordentlich sein. Und dann sind wir soweit fertig und es kann bei mir in den Ofen bei 1280 Grad. Hier sind wir nun. Ich habe die 5 Schalen gebrannt und eigentlich muss ich sagen, die Asche ist gut geeignet, sie ist gut ausgeschmolzen, es sind keine Fremdkörper drin. Natürlich auf jetzt diesem Ton, der Spots drin hat, sieht man schön die Spots auch durch. Hier in dem Fall die Nummer 3 mit dem roten Ton. Und hier seht ihr nochmal die Rezepte und vergesst einfach beim nächsten Osterfeuer den Eimer nicht.